Willkommen zu Frequent Trader TV, heute wieder mit einer frisch gepressten Sendung für euch. Themen, die ich vorbereitet habe, sind erschreckend. Und zwar Eurowings bekommt die Boeing 737 MAX. Es ist leider wahr. Weiter haben wir ein Thema von Lufthansa, und zwar haben wir ein Thema für Lufthansa in Form der 777-9er. Die Testflüge gehen weiter, also Lufthansa hat da Boeings auch noch im Rücklauf, Rückstau, wie immer man das nennen möchte. Dann haben wir bei Lufthansa und Swiss einen Kerosinmangel, und da sage ich einfach, Nachtigall, ich höre dir trapsen, und zwar haben die nur den Kerosinmangel auf Flügen ab Johannesburg, wo sie wieder einen Tankstopp einlegen müssen. Auch ist es so, dass wir ein Thema haben, und zwar geht es da um einen viralen TikTok-Hack, wie das so schön heißt. Und zwar, der kann bis zu $500 kosten. Geht um Thermostat, Hotel und um Cabin Crew. Also auch hier wieder ein spannendes Thema. Und das letzte Thema ist, Leute sind von einem Eisblock, dieser Eisblock ist vom Airbus A320 der JetBlue runtergefallen. Ich hätte eigentlich JetBlue Sweater anziehen müssen. Aber nichtsdestotrotz knapp dem Tod entgangen. Nein, also wollen wir gar nicht so dramatisch machen. Also es ist auf jeden Fall so, dass man dort quasi devastating injuries entgangen ist. Also herzzerreißende, erschreckende oder wie auch immer Verletzungen. Ihr wisst wie immer an dieser Stelle, den Kanal abonnieren, die Glocke anmachen, Like da lassen und natürlich viel Liebe geben. Ihr könnt den Kanal natürlich auch mit einer Mitgliedschaft beglücken. Wenn ihr zur Mitgliedschaft Fragen habt, da könnt ihr mir Fragen stellen, und ich freue mich, eure Fragen zu beantworten, und natürlich auch den neuen Kanal mit den US-Kreditkarten, der ja mittlerweile schon 2 Folgen hat. Nicht vergessen zu abonnieren und da auch regelmäßig vorbeizuschauen. Irgendjemand fragt, wie oft wir die Sendung da machen. Ich denke mal, wir werden mittwochs und samstags immer da eine Sendung machen. Vielleicht auch irgendwann mal live. Thema live gestern, ich weiß auch nicht, ich habe gestern so viel gearbeitet und auf einmal gucke ich auf die Uhr. Scheiße, 8 Uhr. Verpasst. Ich habe den ganzen Tag durchgearbeitet für US-Kreditkartenthemen und Jahresanfang für die LLCs. Sorry, mea culpa. Eigentlich war das so nicht geplant. Ja, das erste Thema können wir direkt angehen, und zwar ist das erste Thema Eurowings. Und Eurowings hat das Glück oder das Pech, den Boeing-Zuschlag bekommen zu haben. Und zwar ist es so, die 737 MAX 8 rechnet man ab 2027 im Zulauf. Dann ist es so, dass man natürlich dort Maschinen ersetzt, und zwar sind das die 319er oder 320er, die älteren Flugzeuge, und damit sind alle 40 Flugzeuge direkt zur Eurowings gegangen. Austrian hat sich wohl erfolgreich gewehrt. Dann ist es weiter so, und das finde ich eigentlich das Spannende, dass die 737 das richtige Flugzeug für Eurowings ist. Wir werden die 737 MAX mit 189 Sitzen operieren, und ältere Airbus 319 werden ersetzt. 39 Sitze weniger an Bord, aber auch 320 Aufgaben übernehmen. Also das heißt, die 390er hat weniger Sitze gehabt, aber, und das ist das, was die schlechte Nachricht ist, der Kollege, und das sind die Worte, ich sage jetzt einfach mal paraphrased, wie es so schön heißt, also frei zitiert, das ist der Kollege Jens Bischoff. Und er sagt auch eine Sache, die noch erschreckender ist für alle, die diese Mileage Runs machen wollen und den Hon auf günstigen Wege oder den Zen machen wollen nach Dubai und solche Sachen. Da werden die MAX 8er auch eingesetzt. Die haben nämlich weniger Restriktionen auf dem Rückweg. Ja, und zwar ist es so, dass man, wenn man nach Dubai fährt, auf den Rückweg halt die Reichweitenvorteile hat, und damit ist es so, dass man weniger windbedingte Restriktionen auf dem Rückweg hat als die A320er Neos. Und dann gibt es noch eine erschreckende Aussage von unserem Kollegen Jenselmann Bischoff. Und zwar ist es so, dass das Lieferfenster für die 40 Maschinen ist ja von 27 bis 33, aber man hat ja noch 60 Optionen, die man abrufen kann. Und jetzt kommt der Knaller. Einmal sagt er natürlich, er erwartet Jens Bischoff nicht die Maschinen vor 2027, aber er will auch die Teilflotte der 737 MAX 8, also man hat sich für die kleine Version, nicht die 9, auch nicht, noch nicht die 10 entschieden, aber
jetzt kommt der Knüller, wir werden uns anstrengen, dass wir nicht nur die ersten 40 bekommen, sondern auch Flugzeuge aus dem Optionsraum, also die zusätzlichen 60. Und dann geht es weiter. Im Grundsatz ist das Ziel, wieder eine einheitliche Flotte herzustellen. Und jetzt geht es weiter. Die 737 MAX 10 ist natürlich auch interessant. Und zwar ist es so, das Zwischenmodell, die 737-9, ist für die Eurowings keine Option. So ein direktes Zitat. Und ab dem zweiten los ist es halt so, dass die 737 MAX 10 auch eine Option wäre, um die 321er zu ersetzen. Und der Gesichtspunkt Reichweite ist das, was den Flieger für die Lufthansa-Tochter Eurowings so attraktiv macht. Die Optionen können hierfür auch relativ spät angepasst werden. Eurowings blieb laut Bischof auch auf ihrem Gewinnkurs ganz klar auf 2025. Ist was so, dass man dort auf einem guten Kurs ist. Jetzt sagt ihr natürlich, warum haben die Flieger bekommen? Ja, da kann man nur zwei Sachen sagen. Pech, ne? Also die ehrliche Antwort ist halt, Lufthansa hat diese Maschinen als Kompensation gekriegt für die Verspätung. Neues Wort lernen, Verspätung. Also, die Lufthansa hat für die Verspätung der 777X da diese Maschinen wahrscheinlich zu einem Schweinepreis bekommen. So nach dem Motto, kaufen Sie 2, bekommen Sie 5 oder so. Ich weiß es nicht, welche Ratio da gekommen ist. Aber es ist wohl so, dass wohl einige der 40 Maschinen kostenfrei sind, wenn man die Rabatte mal in Flugzeuge umrechnet. Und damit ist es so, dass die Lufthansa natürlich die Flüge irgendwo hinbekommen musste. Carsten S. aus M. hat hier auch irgendwann mal gesagt, dass es billiger sei als Lufthansa, da Flugzeuge zu nehmen, also Naturalrabatt zu nehmen, als sich ein Produkt quasi in Cash kompensieren zu lassen, die Verspätung. Und damit ist es Eurowings geworden. Eurowings ist ja die Billigtochter. Und man muss dann ehrlicherweise auch hier wieder sagen, und ehrlicherweise ist das ehrlicherweise ja auch ehrlicherweise nicht schön. Tut mir leid, dass ich das sage. Tut mir leid, ich sage das einfach öfters. Hey, so bin ich. Ist es so, dass natürlich die MAX 8 bei der Hansa selber als Premium-Produkt so nicht gepasst hätte, bei der Swiss auch nicht als Premium-Produkt und auch nicht bei der Austrian und bei der ITA auch nicht, bei der Brussels, ja, wahrscheinlich auch nicht. Und damit blieb halt nur die Eurowings und damit haben wir auch schon die erste Frage des Tages. Und zwar die erste Frage des Tages ist, meidet ihr Eurowings und meidet sie jetzt noch mehr? Wegen der 737 MAX 8, weil so viele Leute, mit denen ich spreche, die finden die Eurowings natürlich gar nicht so toll. Ich habe Charge Club Kunden und auch vor allem damit Concierge Kunden, die halt in Hamburg zum Beispiel leben oder in Stuttgart leben oder in Düsseldorf leben. Die müssen Eurowings fliegen. Und wenn man dann auf die schmälere Kabine muss als die 320er, ist das natürlich schon ein Downgrade. Da bin ich mal gespannt, wie eure Reaktionen sind. Auch eine interessante Sache ist, dass man die Maschine in einer 189er Konfiguration fliegen möchte. Heißt also, dass man da, 189? Ja, ich meine, ja genau, 189er Option nimmt. Das ist jetzt nicht so, dass das turbo eng ist, aber es ist auch nicht turbo weit. Also es ist irgendwie so auf der gefühlten Skala schon schmerzhaft trotzdem. Deshalb beantwortet die Frage des Tages, lasst euren gedankenfreien Lauf da unten, bleibt sauber thematisch beim Thema 737 MAX oder anderen flugrelevanten Themen, aber beleidigt Carsten S. aus M nicht durch und Jenselmann Bischof, der kann ja leider auch nichts dafür, muss man ehrlicherweise sagen. Er muss ja auch das nehmen, was er aus Frankfurt bekommt. Wir haben die Thematik ja gerade schon besprochen, dass man die Maschinen bekommen hat, weil die 777X ja noch immer nicht gekommen ist. Das heißt also, man hat ja eine Zwangspause gehabt, man wollte die Maschine ja 2019 schon ausliefern, wenn man ehrlich ist. Aber nach 1200 Testflügen und 3500 Flugstunden hatte man ja im Juli 2024 das Ganze aussetzen müssen. Und zwar ist es so, dass die Type Inspection Authorization in die zweite Phase gefehlt hat. Also das heißt, man braucht die Authorization, um in der zweiten Phase starten zu können. Und da ist es so, dass man da halt die Unterbrechung machen musste. Denn an dem Prototypen WH003 ist es so gewesen, der ist ja nach Hawaii geflogen und da hat sich ein Strukturteil an der Triebwerksaufhängung mit Rissen bemerkbar gemacht. Gott sei Dank ist das aufgefallen. Und die sogenannten Thrustlinks, so hießen diese Streben, die halt auch die Triebwerke festhalten, sind Titanstreben, die auf den großen General Electric 9X Triebwerken sind, hat man halt
dort ein Problem gehabt. Mit der Auslieferung rechnet Boeing inzwischen auch nicht mehr vor 2026, auch nicht in 26, sondern 2027 sollen die Auslieferung des 400-Sitzers passieren. Und zwar auch für die Lufthansa. Bin ich mal gespannt, was da passiert und wie man das Ganze sieht. Also ich persönlich drücke die Daumen, dass da was passiert und dass man dem ganzen Thema eine positive Note abringen kann. Aber ich glaube, dass man auch bei der Freunden der Aufsichtsbehörden der FAA ganz genau bei Boeing hinguckt, weil man ja weiß, was bei den 737 MAX alles im Argen lag. Wir haben dann noch einmal ein Thema, was wir auch genauso letztes Jahr, auch war das nicht um dieselbe Zeit sogar gebracht haben. Und zwar war das so, dass die Flüge aus Johannesburg von der Lufthansa, aber auch von der Swiss, und deshalb weiß man ja, wie es geht, von Johannesburg eine Zwischenlandung auf dem Rückflug machen sollten und mussten, weil sie nämlich dort ein Problem hatten. Und zwar am 4. Januar ist das von der Raffinerie in Sasolburg, südlich von Johannesburg, ein Brand gewesen. Und dadurch ist halt wirklich das einzige Werk, was dieses Kerosin raffinieren kann, zumindest da, aus. Bleifaches Benzin, Diesel werden halt knapp. Und die Destillationseinheit soll auch erst wieder am 21. Februar, das heißt über einen Monat, betriebsbereit sein. Und damit ist es so, dass der OR Tambo International Airport in Johannesburg natürlich darunter leidet. Man hat zwar Maßnahmen eingeleitet, um da so ein bisschen Spaß zu haben und zu sagen, okay, dass da auch kein Kerosinmangel kommt, aber es ist halt so, dass man jetzt natürlich dort ein Problem hat, dass die Fluggesellschaften, die halt hinfliegen, wahrscheinlich absolut Bunkering machen. Und Swiss stoppt wieder in Windhoek, wie sie es beim letzten Mal gemacht haben. Da ist ja ein Pipeline geburstet. Und da ist es so, dass man die Flüge durchführen können möchte. Und um das zu machen, muss man halt in Windhoek wieder aufgetankt werden. Die Maßnahme ist seit 2 Tagen, also seit dem 18. Januar aktuell. Und wird auch weiter dort Konsequenzen haben, weil natürlich das Tanken Zeit in Anspruch nimmt. Damit ist es so, dass der Flug auch aus Johannesburg zu spät oder mit Verspätung ankommt. Die Lufthansa fliegt nach Durban. Und da ist es so, dass man von Johannesburg mit der 747-8 also einen Tankstück in Durban einlegt. Und der Kerosinmangel ist so, dass man dort in Durban betankt wird bis zum 22. Januar. Und die Münchner mit 579 fliegen nach Luanda. Nicht alle Flugzeuge brauchen einen Zwischenstopp, denn die Flüge von Air France, British Airways und KLM sind ohne geflogen. Das heißt, also, die haben wahrscheinlich mehr Fuel Bunkering gemacht. Jo, damit können wir dann auch schon das Thema angehen, und zwar wieder so ein TikTok-Hack, den einige Spezialisten gemacht haben. Und zwar kann ich das aber in diesem Fall ehrlicherweise verstehen. Und zwar, wenn ihr in ein Hotelzimmer kommt und dann habt ihr teilweise so, ich habe es ja schon gehabt, dass sie so ein Glaskasten-Kondom um diese Einheit hatten, damit man die Temperatur nicht ändert. Dann hat man auch solche Sachen, die halt zum Beispiel da sind, wie in Frankreich, glaube ich, ist es, dass man von Gesetz wegen das Zimmer nicht unter 21 Grad kühlen darf aus Umweltschutz. Oder dann halt das Hotel sagt, wir wollen das nicht, weil man möchte das halt nicht so, dass man dort so viel Geld ausgibt für die Kühlung. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass dieser Hack, wenn man da einen Override macht, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, wie es geht, da muss man, glaube ich, Knöpfchen hier, Knöpfchen da und drücken, kann sein, dass die Einheit dabei nicht nur beschädigt, sondern auch kaputt geht. Die Freunde von, war das JetBlue? Nein, das waren in dem Fall die Freunde von, wo haben wir das denn? Ich weiß es gar nicht mehr, wer war das denn hier? Waren das die Freunde Spirit Airlines? Die haben den Hack anscheinend in der Crew weitergegeben, und da hat das Hotel festgestellt, dass die Zimmer, wo diese Thermostate kaputt waren, von der Crew benutzt worden sind. Hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich. Und haben jetzt einen Zettel gemacht, wo drauf steht, wenn ihr dieses Tempering macht und das Ding geht kaputt, ihr bezahlt $500, um das zu ändern. Und also das heißt ein neues Gerät. Jetzt frage ich mich natürlich, wenn so ein Gerät von ein bisschen Knöpfe drücken hier und da schon kaputt geht,
dann ist das schwierig. Also solange die nicht mit dem Schraubendreher anfangen, irgendwelche Kabel umzuleiten oder sonst irgendwas, finde ich das etwas overreach, also etwas zu aufregend. Und da ist es so, dass diese natürlich, die 500 Strafe natürlich als Abschreckung ist. Aber warum kann man nicht einfach den Gästen etwas Wahl bei der Temperatur lassen? Wobei ich persönlich das auch nicht verstehe. Warum muss das Zimmer auf 19 Grad? Bin in Los Angeles, gehe mit dem Zimmer auf 19 Grad, gehe raus, kriege direkt einen Bumm und habe dann, ja, jetzt auch wieder Schnupfen. Heißt also, da kriege ich ja direkt einen verpult. Und bin erkältet. Also insofern finde ich das mit der Temperatur gar nicht mal so gut. Wichtiger finde ich, dass man das Fenster aufmachen kann, weil sehr oft, auch in der Wüste zum Beispiel, wird es ja abends dann doch kühler. Und dann kann man halt damit Kühlung verschaffen und die Luft ist auch wesentlich besser und nicht so trocken wie aus dem Air Conditioning, also aus der Klimaanlage. Aber ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt und was ihr dazu denkt. Denn interessanterweise ist es ja so, dass ich Leute kenne, die wollen auch 18 Grad haben oder sowas in Dubai, Abu Dhabi, wo ich ja lange gelebt habe. Da hast du ja auch das Gefühl, dass du in den Kühlschrank kommst. Ne? Wobei da einfach ein Witz mir einfällt und sagte mir ein älterer Emirati, ist ja klar, warum es so warm bei uns in der Wüste ist. Es ist ja deshalb, weil die Klimaanlagen die warme Luft von drinnen nach draußen schieben und dann ist das halt draußen wärmer als drin. Ja, nee, das ist Quatsch. Aber man muss halt sagen, 18, 19 Grad ist schon ein bisschen zu viel, zu wenig. Und auch in Deutschland, wo zum Beispiel die Klimaanlagen im Winter ja abgestellt werden und dann nur irgendwie, wenn Sommer befohlen ist, geht und Winter geht die Heizung nur, wenn Winter befohlen ist. Also das heißt, man hat hier so viele Themen. Warum gibt man den Leuten nicht einfach dort ihr Recht auf Eigentemperaturwahl? Hyatt fragt ja zum Beispiel auch, welche Temperatur möchte haben und sie stellen das Zimmer ein. Ich denke, bei Hilton würde das auch gehen, oder? Also hier könnt ihr unten nochmal eine inoffizielle Frage des Tages beantworten und sagen, hey, ich finde das mit der Temperatur so und so in Ordnung, aber ich verstehe, wenn der eine auf 24, der andere auf 20 oder 21 ist. Aber so eine sozialistische Einheitstemperatur finde ich schon schwierig und vor allem, wenn sie sehr kalt ist, wie sie in UAE in Einkaufszentren ist. Also hier eure Meinung zu dem ganzen Komplex gefragt. Wir haben dann noch eine Meldung aus dem Bereich, hast du Glück gehabt, bist du noch dem Tod von der Schippe gesprungen. Ich mache mich da so ein bisschen lustig drüber, auch wenn es nicht wirklich lustig ist. Also es ist so, dass ein Pärchen, das hat dort in der Nähe von Los Angeles, vom Flughafen haben sie gewohnt oder wohnen da vielleicht immer noch. Und da ist es so, dass man einen Eisklumpen in der Größe einer Melone hatte, der durch ihr Schlafzimmerdach geflogen ist und nur ein paar Zentimeter von ihren, also Inches, Zentimeter, von ihren Köpfen weg zu liegen kam. Und dieses Traumhaus, was sie in Inglewood haben, was halt natürlich, ja, ich sag jetzt mal, Inglewood ist nicht so die beste Gegend, muss man ehrlicherweise sagen. Aber auf jeden Fall haben sie 2020 viele Stunden von Arbeit investieren müssen, um ihr Haus zu renovieren. Und haben sie da halt investiert. Und jetzt ist es so auf jeden Fall, dass sie sagen, dass sie traumatisiert sind, weil sie jetzt Angst haben, schlafen zu gehen und sie fühlen sich unsicher. Und sie haben Angst, dass ein anderes Flugzeug, in dem Fall war es halt ein Airbus A321, 7 Jahre alt, von JetBlue, im Juli 2023 das gemacht hat. Und jetzt ist es so, dass in dem Lawsuit, also in dem Gerichtsverfahren, dieser Airbus auch eine Geschichte hat, wenn es um das Potable, also das heißt um das Abwasser geht, dass es dort einen Eisblock gibt und der hat sich dann unterhalb der Belly zu einem melonengroßen Ding da gemausert. Und dann ist es so, dass man dort halt hätte Investigationen machen müssen, mehr vorher, aber jetzt hat man geguckt und war dann halt nach dem Vorfall festgestellt worden und JetBlue had been on notice for months prior to January, bla bla. Also auf jeden Fall, sie wussten schon wesentlich vorher Bescheid, haben sich aber da nicht drum gekümmert. Und nicht nur, dass dieser Incident dort halt diese
logisch ist in Amerika immer so, nicht nur das Haus kaputt gemacht hat, sondern auch der mentale Schaden. Das heißt, dass man jetzt Angst hat und alles. Kann ich irgendwo vielleicht auch ein bisschen verstehen, ich weiß es nicht. Aber ihr könnt ja auch gerne unten was schreiben, ob ihr so etwas nachvollziehen könnt, dass man dann Angst hat, ins Bett zu gehen. Es ist einfach so, dass man jetzt dort halt die verklagt. Die Frage ist das ein Money Grab? Also ist das etwas, wo die Leute nur Cash haben wollen und sagen, hier, da wollen wir noch mal ein bisschen Kasse machen, oder ist das jetzt echt ein echtes Problem? Sollt ihr entscheiden. Lasst die Public Opinion unten in den Kommentaren loslegen. Wir haben an dieser Stelle wie immer noch den Aufruf zur Frage des Tages. Nachdem ihr natürlich den Kanal nochmal abonniert habt, den neuen Kanal US-Kreditkarten-Talk auch abonniert habt, könnt ihr hier kommentieren, da kommentieren. Dort könnt ihr noch keine Kanalmitgliedschaft machen, aber hier könnt ihr Kanalmitgliedschaft machen, Glocke an, Like da lassen und so weiter und so fort, das ganze Spiel. Die Frage des Tages will ich wieder gerne nochmal wiederholen, und zwar geht es um die 737 MAX 8, die Eurowings bekommt. Ist es etwas, dass ihr jetzt die Eurowings noch mehr meidet als vorher, oder habt ihr sie eigentlich gar nicht gemieden und gesagt, naja gut, das ist, was es ist? Und seid ihr von der Entscheidung überrascht, dass es die Eurowings getroffen hat mit der Eurowings MAX 8 Entscheidung? Also, dass die fliegen müssen und 40 Stück noch mehr wollen. Also hier eure Meinung, euer Brain Drain. Also, danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV. Ich an dieser Stelle verabschiede mich. Ich wünsche euch einen geilen Wochenstart. Wir sehen uns morgen wieder in alter und Frische, oder wenn ihr Fragen, Sorgen, habt, vorher hier. Und dann bis morgen und ciao, ciao.